Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten. Ich grüße euch ganz herzlich aus dem weiten Sibirien. In diesem Video möchte ich euch die Stadt Nowosibirsk zeigen. Diese Stadt gilt als Sibiriens Hauptstadt. Mitte September war ich dort zu Besuch bei meinen Freunden. Ich habe zwar außerhalb der Stadt gewohnt, aber hatte trotzdem die Möglichkeit, in die Stadt zu fahren. Aber in diesem Video könnt ihr die Autofahrt mit meinem Freund sehen. Wir fahren mit ihm zusammen, mit seinem Auto, außerhalb der Stadt, weil er im Vorort von Nowosibirsk wohnt, außerhalb vom Stadtzentrum Nowosibirsk. Unsere Autofahrt beginnt vom Hauptbahnhof und geht dann weiter bis zum Leninplatz und dann seht ihr ein Stück von der Hauptstraße der Stadt, Krasny Prospekt. Dann geht die Fahrt weiter auf die Bolschewiskaja Straße und diese Straße führt in Richtung Kolzowo. Der Ort Kolzowo ist vermutlich einer der besten Orte bei Nowosibirsk, um dort zu wohnen. Ich habe auch ein Video von diesem Ort gemacht, später will ich dieses Video auf dem Kanal veröffentlichen. Bitte abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. In meinen Videos erzähle ich über das Alltagsleben in Sibirien. Die Stadt Nowosibirsk ist ziemlich eine große Stadt. Die Bevölkerungszahl beträgt etwa 1,5–1,6 Millionen Einwohner. Aber ich denke mal, die reale Bevölkerungszahl ist viel größer, weil viele Menschen, neu zugezogene, woanders angemeldet sind. Das ist halt immer so. Es gibt keine Anmeldepflicht in Russland, wenn man in einem anderen Ort wohnt. Die Stadt Nowosibirsk ist so eine moderne Stadt, würde ich mal sagen, aber leider gibt es dort nicht so viel Grün. Also wenn man in der Stadt als Tourist unterwegs ist, dann fällt es sofort auf, dass es in der Stadt sehr wenig Bäume gibt. Die Stadt besteht überwiegend aus Beton und Stahl, so war mein Eindruck. Und diesmal hat mir diese Stadt nicht so gut gefallen und dort herrscht so Hektik, viel Autos, viel Autolärm. Ja, ehrlich gesagt habe ich in Nowosibirsk früher 15 Jahre lang gelebt aber seit mindestens 2 Jahren lebe ich in Irkutsk und jetzt sehe ich auf einmal, es gibt in Nowosibirsk irgendwie viele Menschen. Das ist so ungewöhnlich für mich nach Irkutsk, wo ich sogar im Stadtzentrum nicht so viele Menschen treffe. Aber hier in der Stadt Nowosibirsk fiel es mir auf, es gäbe irgendwie sehr viele Menschen. Ja, interessanter Eindruck, den ich früher nicht erlebt habe. Ja, das wäre für mich wie ein kleines Moskau. Viele Menschen laufen irgendwo hin, viele junge Leute, viele Studenten. Ja, in Nowosibirsk gibt es viele Universitäten und die Jugendlichen ziehen in die Stadt aus anderen Regionen, zum Beispiel Kemerowo, Barnaul, Omsk, Tomsk, Krasnojarsk. Nowosibirsk ist ein Magnet für die jungen Leute, die eine Ausbildung bekommen wollen. Der große Vorteil von Nowosibirsk ist die U-Bahn, aber die Zahl der Stationen ist auch begrenzt. Wenn man dann außerhalb der Stadt fahren will, dann muss man doch entweder einen Bus nehmen oder ein Taxi bestellen. Bis vor kurzem war ich in Nowosibirsk seit 2 Jahren nicht mehr und muss feststellen, die Stadt hat sich ein bisschen verbessert, das muss ich ehrlich sagen. Die Straßen wurden ausgebessert, die Bürgersteige wurden so auch verbessert. Man kann jetzt darauf so angenehm spazieren gehen und im Stadtzentrum gibt es eher mehr Ordnung und Sauberkeit. Ja, als Tourist kann man diese Stadt ganz gut besuchen, wenn man so auf dem Weg zum Baikalsee ist. Also wenn man zum Beispiel mit dem Zug von Moskau nach Irkutsk fährt, dann kann man für 1 oder für 2 Tage in Nowosibirsk aussteigen. Aber dort gibt es keine bekannten Sehenswürdigkeiten, die wirklich sehenswert wären. Und viele Touristen fahren an Nowosibirsk einfach vorbei. Nur wenn man zum Altaigebirge reist, dann muss man in Nowosibirsk auf jeden Fall aussteigen. So, und in der Nähe gibt es keine interessanten Natursehenswürdigkeiten wie Berge oder See
Ja, sowas gibt es dort leider nicht. Natürlich gibt es dort auch Natur außerhalb der Stadt. Ja, wenn man dort lebt, dann kann man mit dem Auto außerhalb der Stadt fahren. Da gibt es immer Wald oder kleinere Flüsse. Man kann sich trotzdem von der Stadthektik ausruhen. Das ist gar kein Problem. Aber so etwas Beeindruckendes, etwas Besonderes, da gibt es sowas überhaupt nicht. Das kann man vergessen. Zu diesem Zweck muss man zum Altaigebirge fahren. Etwa 6 oder 8 Stunden dauert die Autofahrt bis dahin. Was mir in Novosibirsk noch gefallen hat, ist Einkaufen. Ja, in der Stadt gibt es sehr viele Einkaufszentren. Die Auswahl an Waren, an verschiedenen Waren ist riesig. Man kann sich gute Kleidungsstücke aussuchen. Man kann Ersatzteile für Autos günstig kaufen. Also alles Mögliche kann man dort finden. Das hat damit zu tun, viele Großhandellager liegen dort rund um die Stadt und die Großunternehmen eröffnen dort ihr Lager und dann verschicken die Waren in die Nachbarregionen Sibiriens. Ja. Und in Irkutsk, muss ich ehrlich sagen, sind die Preise ziemlich höher für viele Waren. Das hat auch mit der Logistik zu tun. Aber jetzt kann man viele Sachen online bestellen, über Online-Geschäfte, zum Beispiel Wildberries oder Ozon. Ja, diese zwei Online-Shops sind in Russland jetzt sehr gefragt und die Menschen benutzen das sehr oft. Ich habe schon in meinen Videos mehrmals gesagt, in Novosibirsk gibt es einen großen Flughafen, das stimmt. Und von dort aus kann man in viele Städte Russlands sowie in andere Länder fliegen. Nach Kasachstan, Usbekistan, nach China, in die Türkei. Das ist der große Vorteil von Novosibirsk. Das ist so ein Umschlageort für viele Flüge. Aber von Irkutsk aus kann man auch nach Asien sehr einfach und günstig fliegen. Noch ein Vorteil von Novosibirsk würde ich die Immobilienpreise nennen. Ja, in der Stadt werden sehr viele neue Häuser gebaut. Die Auswahl an Angeboten ist riesengroß und die Konkurrenz ist auch stark. Deswegen gibt es in Novosibirsk große Auswahl an alten und neuen Wohnungen. Jeder kann für sich etwas finden. Fast für jeden Geldbeutel gibt es ein Angebot. Was ich leider von Irkutsk sowas nicht sagen kann. Die Stadt Novosibirsk kann denen Einwanderern aus Europa passen, die in Sibirien leben wollen, aber wissen noch nicht, wo genau. Und deswegen könnte Novosibirsk als erster Ort zum Reinschnuppern werden. So, dort könnte man 1 Jahr oder 2 Jahre so leben, sich umschauen, wie das Leben in Sibirien überhaupt aussieht, was dort los ist. Von dort aus kann man die Nachbarregionen besuchen, wie Tomsk, Altai-Region, Kemerovo, Krasnojarsk, ja, und dann kann man entscheiden, wo es am besten gefällt. Warum nicht? Wenn ihr auf die Natur steht, also wenn ihr die Natur liebt und in der Natur leben wollt, dann wäre vermutlich Irkutsk viel besser in dieser Hinsicht zum Leben. Die Region Altai hat auch sehr viel schöne Natur, aber diese Region ist ziemlich arm und die Infrastruktur ist nie so gut entwickelt. So ist mein Eindruck. Schreibt bitte mal in die Kommentare, wo in Sibirien ihr schon gewesen seid. Das würde mich gerne interessieren, wenn überhaupt. Also liebe Freunde, ich hoffe, ihr habt jetzt so einen Eindruck von Novosibirsk bekommen. Leider habe ich nicht so viele Videos von dieser Stadt, weil ich jetzt in Irkutsk weiter leben will. Aber in diesem Video habt ihr mindestens das Stadtzentrum gesehen. Und habt ihr weitere Fragen zum Thema Leben in Sibirien, dann könnt ihr eure Fragen gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte sie ganz gerne. Also liebe Freunde, ich wünsche euch alles Gute im Alltag und wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.